Das Verhalten des Schiffes wird auf der Probefahrt, man kann sagen, auf Herz und Nieren getestet. Und das ist auch für uns hochspannend. Ihr wisst ja, das ist mein Baby, die Mein Schiff Relax. Unsere neue Mein Schiff Relax mit Azipod-Antrieben, einer hochmodernen Brücke, einem tollen Design. Und dann sticht man endlich in See mit diesem Schiff. Das ist riesig, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Wir lernen wirklich, wie sich unser Schiff verhält, wie es manövriert, die Stoppstrecken, die Drehkreise. Bis ins kleinste Detail wird alles getestet. And when you have touch in the water and start sailing, it's heartbreaking, really. Wir fahren jetzt gerade den Williamson Turn. Das ist ein klassisches Mann-über-Bord-Manöver. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Person an Steuerbordseite über Bord gegangen ist. Dann würde das Schiff erstmal nach Steuerbord wegdrehen, um sicherzustellen, dass die Person nicht in die Schraube gelangt. Nach dem Steuerbord andrehen, dreht man den Turn dann weiter über die Backbordseite, dass wir genau zur Position der Person wieder zurückgelangen, also auf unseren alten Kurs, nur entgegengesetzt. Sobald wir dann da angekommen sind, gehen unsere Rescue-Boote ins Wasser und dann wird die Person aus dem Wasser geborgen. Es ist natürlich super spannend, das mitzubekommen. Das erlebt man auch im Alltag als nautischer Offizier natürlich nicht täglich. Das ist eine ganz besondere Situation. Und es wird hoffentlich das letzte Mann-über-Bord-Manöver sein, dass das Schiff auch je fahren muss. Deswegen ist natürlich ein tolles Gefühl zu sehen, dass es ein riesiges Schiff ist und dass wir hier trotzdem enge Kreise drehen wie mit einem kleinen Sportboot. Gerade fahren wir das Zickzack-Manöver, also kurze Kurven, erst über Steuerbord, dann nach Backbord mit so einer Ruderlage von um die 20 Grad. Es wird immer wieder eine Kursänderung initiiert und geguckt, wie schwingt das Schiff, wie viel überdreht es über den Winkel und wenn dann Gegenruder gelegt wird, wie schnell das Schiff wieder zurückdreht. Ja, im Heckwasser sieht man jetzt aktuell die Propeller wieder auf voller Leistung. Also wir haben bei den Pods jeweils 20 Megawatt und man merkt es ganz, ganz deutlich. Also wirklich eine sehr, sehr starke Vibration. Es fühlt sich fast an wie ein kleines Erdbeben. Alles wackelt, alles vibriert, überall klappert und man merkt einfach die Kraft, die hier drunter steckt, weil die Maschinen wirklich hier auf Hochtouren laufen. Wir bringen jetzt unser Fast Rescue Boot zu Wasser, testen jetzt gerade das David-System, also der Kran sozusagen, an dem das Boot hängt, um zu schauen, wie schnell ist das David-System in der Lage, das Boot zu Wasser zu bringen und das Boot wieder an Bord zu holen. Die herausfordernde Phase ist es, zu testen, ob man das Boot bei 5 Knoten Vorausfahrt ins Wasser lassen kann. Und das wurde jetzt gerade erfolgreich getestet. Wir leiten gerade das Crash-Stop-Manöver ein. Bei dem Manöver bestimmen wir die Strecke, die wir aus voller Fahrt brauchen, um das Schiff aufzustoppen. Bei der Änderung des Heckwassers da hinten kann man genau erkennen, wie weit die Stoppstrecke ist. Und dass sie eigentlich nicht weit ist, sondern sehr, sehr kurz mit dem neuen Azipod-Antrieb. Hier vorne sieht man die klare Kante von dem normalen Heckwasser und dem Moment, wo wir das Stoppmanöver eingeleitet haben. Und man sieht, das ist eine sehr, sehr kurze Strecke. Der Bremsweg liegt knapp unter 2 Kilometern. Ein sehr guter Wert. Für die Schiffsgröße im Vergleich zu Schiffen in dieser Größe ist es wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Genau, jetzt hört man gerade das Tüfern. 3 kurze Töne ist das internationale Signal dafür, dass wir jetzt in die Rückwärtsfahrt gehen. Im Quartett der Kreuzfahrtschiffe kommt die Rückwärtsfahrt wahrscheinlich nicht vor. Der Vorteil bei den Azipod-Schiffen ist, dass man sie auch in der Rückwärtsfahrt sehr, sehr schnell manövrieren kann. Es ist so wichtig, diese Tests so früh wie möglich zu machen, sodass wir gewisse Zeit haben bis zur Auslieferung oder vor etwa 6 Monaten vor Taufe solche Tests zu führen und gewährleisten, dass alles gut funktioniert.
Bei der Mein Schiff Relax geht es in sehr großen Schritten voran. Der Sea Trial ist deutlich früher, als er bei der Mein Schiff 7 war. Von der Außenhaut würde ich fast sagen, dass die Mein Schiff Relax jetzt schon fast so aussieht wie die Mein Schiff 7, 3 Wochen vor der Auslieferung. Innen ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Es geht auch da mit großen Schritten voran, aber es fehlen natürlich noch die Details. Es fehlt überall noch ein Hauch Farbe, es müssen noch viele Teppiche verlegt werden, viele Wände müssen noch ein bisschen verkleidet werden. Die Probefahrt ist erstmal wichtig für die Technik. Und Technik sind wir gut drauf, würde ich sagen. Das ist das Drehkreismanöver. Wir testen jetzt einfach wirklich, wie scharf dieses Schiff um die Kurve fahren kann. Weil die Maschinen rückwärts zu legen, ist nicht unbedingt der schnellste Weg, eine Kollision zu vermeiden oder das Schiff anzuhalten. Häufig ist es einfach sinnvoll, einen Vollkreis zu fahren. Und mit dem Vollkreis ist man dann schnell aus Gefahrensituationen raus. Jeder einzelne Schritt vibriert super doll, also alles ist hier unruhig. Wir haben jetzt gerade harte Ruderlage von den Pods und fahren mit voller Leistung. Man merkt wirklich, wie das ganze Schiff, die ganze Kraft, das ganze Gewicht, alles auf eine Seite rübergeschoben wird. Und das ist einfach wirklich unglaublich. Das sind einmalige Momente. It's really amazing. I'm really happy to be part of this sea trial and it's very emotional. Wunderschön. Das ist nicht nur das Highlight des Sea Trials. Also ich muss sagen, das sind wirklich die Highlights, die man einfach als nautischer Offizier haben kann. Dafür lohnt sich die ganze harte Arbeit. Die Manövrierfähigkeit, die unsere neue Mein Schiff Relax in den letzten 2 Tagen gezeigt hat, was sie bewiesen hat, was sie kann, hat unsere Erwartung bei weitem übertroffen. Das war schon besonders als Prototypschiff nicht unbedingt zu erwarten. Also wir sind alle sehr froh dafür und stolz dafür. Die Arbeit sich selbst in den letzten Jahren so hat sich, lassen wir sagen, gezeigt. Also wir sind ganz froh mit allen Ergebnissen. MS Relax is fulfilling the expectation. MS Relax is fulfilling the contractual obligation as well the technical specifications. So yes, he's doing an amazing job. Very great performances, exceeding the expectations we had together with TUI Cruises. Very good efficiency, very good speed, very good maneuverability, so we are very happy about that. We usually compare the sea trial to the school test. If you have studied, you can aim for a good results. And I can say that we have studied because we completed the sea trial with a good results. The behavior of the vessel is something that is unbelievable.